schön, dass du wieder da bist. Ich nehme dich heute mal gerne mit auf einem neuen Format, was ich auf meinem Kanal gerne machen möchte. Das nenne ich mal Walk and Talk. Beim Walk and Talk geht es mir darum, dass wir jetzt einfach mal ganz locker und entspannt unterhalten und nicht in diesem strengen, etwas lehrerhaften, kurshaften Format, wie ich das auf meinem Kanal habe, wenn wir über die Malerei oder über das Online-Business reden, sondern ich möchte dich einfach mal gerne mitnehmen, hier unterwegs beim Spazierengehen, beim Entspannen und ein bisschen drüber reden, was mir so durch den Kopf geht und was ich so für Werte habe, was so meine Glaubenssätze sind und was mir wichtig ist. Einfach auf dem Weg, einfach einen Weg aufzumachen, wo wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Zu Anfang möchte ich dir mal ein bisschen erzählen, wie ich eigentlich zum Malen kam. Ich habe schon in früher Jugend angefangen, erste Bilder zu malen. Meistens waren das einfach Bleistiftzeichnungen, die ich da gemalt habe, so aus dem Kopf. Ich bin früher gerne angeln gegangen. Dann habe ich Naturbilder gemalt von den Stellen, wo ich geangelt habe. Habe Fische gemalt und also diese Dinge, also schon immer ein bisschen naturverbundene Dinge, weil ich auch ein sehr naturverbundener Mensch bin, und da hatte ich schon immer Spaß dran. So, ich habe dann über die Jahre auch diverse Dinge gemalt, über Selbstporträts, dann mit Kreide, mit Bleistiften, mit Kohlestiften. So hat sich das über die Jahre immer weiterentwickelt und ich bin dem Malen eigentlich immer treu geblieben. Ich hatte Phasen drin, da habe ich wenig gemalt, weil ich irgendwie auch nicht so die Lust hatte. Aber seit ein paar Jahren, dann habe ich mit Wasserfarben gemalt, mit Ölfarben gemalt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hatte ich da immer irgendwie so das Problem, das war mir zu viel Aufwand. Wasserfarben, das ging noch, aber Ölfarben, der Aufwand, die Sauerei, sage ich mal in Anführungszeichen, der Geruch, was auch immer. Die Bilder mussten trocknen, bevor man weitermachen konnte. Dann bin ich aus dem Grund auf Acrylfarbe umgestiegen. Habe ich auch eine ganze Weile gemalt, auch einige schöne Bilder, Gemälde gemalt. Ja, aber irgendwie so hat es mich nicht so richtig dabei gehalten. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu fotografieren. Das ist bestimmt auch schon 10, 15 Jahre her. Und natürlich aufgrund meiner Naturverbundenheit habe ich dann auch immer Tiere fotografiert. Also ich habe so eine Wildlife-Fotografie gemacht und war da schon immer begeistert von den hochauflösenden, tollen, scharfen Bildern von Tieren und vor allem auch von Tierporträts. Und da war es auch nicht verwunderlich, dass irgendwann ich dann den Weg gefunden habe oder auf die Idee kam, diese Tierporträts nicht nur zu fotografieren, sondern auch zu malen. Da war mir aber schon klar, Acryl, Öl, das geht, das gibt auch super Bilder, aber das war mir, wie gesagt, irgendwie den Aufwand nicht wert. Und dann bin ich auf der Suche, mit was malst du denn das am besten, auf Pastellkreiden gestoßen. Auf Pastellkreiden und Pastellstifte gestoßen. Und das war für mich der finale Startschuss, Tierporträts zu malen mit Pastellkreiden. Diese Pastellkreiden haben einen riesen Vorteil, du kannst einfach damit malen, schnell damit malen. Du nimmst eine Kreide, du nimmst einen Stift, dann legst du los. Wenn du fertig bist, lässt du einfach alles liegen, so wie es ist. Da musst du nichts putzen, da riecht nichts, da stinkt nichts, da ist nichts nass. Eine tolle Sache. Kann man zwischendurch, wenn man Bock hat, kann man das auch einfach mal abends auf der Couch, man legt sich sein Malbrett auf die Knie und dann kann man auch ganz bequem einfach mal malen, ohne dass das alles so ein Riesenaufwand ist. Das hat mir sehr gut gefallen, da bin ich dabei geblieben, da bin ich drauf hängen geblieben. Und deshalb male ich heute auch immer noch meine Bilder
mit Pastellkreide und Pastellstiften. Ja, wie ich das mache, das zeige ich dir ja gerne in meinem Content, den du findest auf meiner Webseite, hier auf YouTube. Ich erkläre ein bisschen was auf Spotify. Also ich versuche da möglichst präsent zu sein und meine Erfahrungen und mein Wissen an der Stelle mit dir zu teilen. Das ist einmal, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich viele Stunden damit verbracht habe, diese Erfahrungen zu sammeln, das zu lernen und ich auch einfach Bock drauf habe, dir das weiterzugeben, damit du ein paar Stunden dir einfach einsparen kannst. Und am Ende freue ich mich, wenn sich eine Community entwickelt, wo wir einfach gemeinsam an dieser ganzen Sache Spaß haben können, an dem Malen. Und um dann einen Schritt weiter zu gehen, was meinen beruflichen Werdegang angeht. Ich habe ja, als ich noch jung und knackig war, jetzt knackt alles nur noch, als ich noch jung und knackig war, habe ich mal Elektriker gelernt und habe dann nach einer gewissen Zeit bei der Bundeswehr, wo ich eine Elektronikerausbildung genossen habe, meinen Meisterbrief gemacht, war dann Elektromeister, habe dann anschließend noch heute würde man sagen, Studium so auf Bachelor-Niveau gemacht über Elektrotechnik, Informatik, also Informationstechnik und bin über diese Schiene dann in die Informatik gerutscht, in die IT gerutscht. Habe dann also sehr viel mit Computern gemacht, mit Software, mit Netzwerktechnik. War da auch viele Jahre selbstständig. Hatte dann aber irgendwann, also einmal hat es betriebswirtschaftliche Gründe, das hat sich nicht mehr so richtig ausgezahlt. Ich hatte damals einen großen Kunden verloren, beziehungsweise was heißt verloren, die haben das intern gemacht mit der eigenen IT und als externer Dienstleister war ich dann einfach raus an der Stelle. Da habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen die Lust verloren hatte auf IT und Elektrotechnik und ich wollte einfach an der Stelle gerne mal was anderes machen. Habe ich dann auch getan, bin dann, weil ich im Ehrenamt da schon tätig war, bei einer großen Hilfsorganisation eingestiegen, bei der ich auch heute noch arbeite. Und bin da eigentlich ganz glücklich mit meiner Aufgabe. Bin über die Jahre gewachsen, habe mittlerweile eine schöne Position dort, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, wo wollte ich hin? In dieser neuen Position, da habe ich mit Ende 40, 50 Jahren noch ein Betriebswirtschaftsstudium drangehängt, weil mich das Thema unheimlich interessiert hat. Weil ich es natürlich auch für meinen Beruf gut gebrauchen konnte, für meine Position, auch für meinen weiteren Werdegang. Durch das Betriebswirtschaftsstudium und die Anwendung all dieser Dinge, auch in meinem normalen täglichen Job, habe ich natürlich über die letzten über 10 Jahre, schon reichlich Erfahrung gesammelt in diesen Bereichen Betriebswirtschaft, Management, Marketing, all diese Dinge, die mir jetzt bei meinem Projekt alle zugutekommen und natürlich auch einfließen in den Bereich oder in meinen Kanal, wenn ich dir zeigen möchte, wie du am besten dein Hobby irgendwo vermarktest und monetarisierst. Ich tue das ja über ein Online-Business und auch an der Stelle würde ich dich gerne mitnehmen und dich einladen, dir einfach anzugucken, wie ich das mache. Ich zeige dir das auf meinem Kanal und wenn du magst, das einfach für dich auch umzusetzen. Ja. Ich werfe jetzt mal einen Blick hier auf meinen Spicker. Wenn ich wüsste, wo ich den jetzt hingetan habe. Wenn man alt wird, ungebrechlich. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Da ist er. Was ich dir noch erzählen wollte. Ja, was ich dir noch erzählen wollte. Warum? Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Warum fange ich, alter Sack,
jetzt eigentlich noch ein Online-Business an? Oder eigentlich muss man sagen, warum fange ich wieder ein Online-Business an? Ich hatte schon mal ein Online-Business, und zwar habe ich vor, glaube ich, schon 10, fast 15 Jahre her, habe ich mir so einen Kastenwagen gekauft und habe den zum Wohnmobil ausgebaut. Und diese ganze Aktion, dieses ganze Projekt habe ich damals dokumentiert, und daraus ist dann ganz von alleine mehr oder minder ein Online-Business erwachsen, mit dem ich auch sehr erfolgreich war. Ich habe das irgendwann einschlafen lassen, weil ich mit dem Umbau fertig war und zweitens auf das Thema auch nicht mehr so wirklich Lust hatte. Also wenn man keine Lust mehr hat und es kümmert sich nicht intensiv drum, dann lässt man es besser. Habe ich dann auch getan. Jetzt bin ich mit dem Malen wieder so tief drin. Ich bin 60 Jahre alt. Würde mal sagen, mein Streben nach irgendeiner Karriere geht eher dem Ende zu. Ich sehe irgendwo schon die Rente vor mir und überlege mir jetzt gerade, was kannst du denn noch so machen, Sinnvolles? Und da ist mir, wie gesagt, die Malerei ja sowieso, ist mir in den Sinn gekommen. Du könntest ja, weil es mir auch Spaß macht, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob ich da jetzt groß Geld verdiene oder nicht, das ist nicht die treibende Kraft an der Stelle. Du könntest ja so ein Online-Business aufbauen und dir, wenn es dich interessiert, wenn du gerne malst, wenn du vielleicht auch gerne deine Malerei monetarisieren möchtest, ein bisschen auf den Weg helfen, weil da kommt schon so einiges auf einen zu, wenn man sich damit jetzt nicht so gut auskennt. Ich habe den Vorteil, dass ich natürlich aus der IT komme, dass ich schon mal ein Online-Business hatte, dass ich unheimlich viele Vorkenntnisse habe und Erfahrungen habe im Bereich Webseiten aufzubauen, Vertriebskanäle online zu entwickeln, Marketing, Grafik und so weiter. Da ist bei mir überall schon was da. Das muss ich mir nicht von vorne aneignen. Naja, der Gedanke ist naheliegend, dass ich sage, naja komm, ich mache daraus ein paar Online-Kurse, kleine Online-Kurse, vielleicht ein Büchlein oder zwei und helfe dir einfach da am Start. So ist der Plan. Ja, das war so mein erstes Video, was ich heute hier gerne mal präsentieren will, in dieser Rubrik auf meinem Kanal Walk and Talk. Ich denke, da werden jetzt noch ganz oft und viel mehr Videos kommen dazu, wo wir uns einfach beim kleinen Spaziergang ein bisschen unterhalten, wo wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Vor allem, wenn du interessiert bist daran, Ähnliches zu tun, wie ich das jetzt mache, dann ist es auch wichtig, dass du irgendwo weißt, wo du stehst, wer du bist, für was du überhaupt stehst, deine Werte, dich als Mensch auch irgendwann zu präsentieren und kennenzulernen. Und das ist so irgendwo mein Bestreben. Ja, ich möchte einfach ein bisschen näher an dich heranrücken an der Stelle und sagen, guck mal, ich bin der Andreas, aber ich sitze nicht nur hinterm Schreibtisch vor meiner Leinwand und versuche dir hier die Welt zu erklären, was das Malen angeht, sondern hinter diesem Typen, der da sitzt auch ein Mensch. Und der hat gewisse Vorstellungen, gewisse Werte, gewisse Dinge sind ihm wichtig. Und das wird das Thema sein in meinem Walk and Talk Kanal. Ja? So, jetzt kommt da gerade jemand, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Weg gehen, jetzt laufen wir den Weg einfach nochmal rückwärts. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Ja, ich freue mich, wenn dir mein Walk and Talk Kanal gefallen würde. Und wir sehen uns dann die Tage bei der zweiten Folge. So, mach's gut. Liebe Grüße, Andreas.